Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Hier findet ihr einen Haufen Videos über Oldschool Hairstyling, aber auch über modernes Hairstyling. Verschiedene Produkte stellen wir hier vor. Wir stellen euch verschiedene Marken vor und alles, was sich irgendwie um das Haarstyling dreht. Ich darf heute wieder ein Produktreview machen. Ich freue mich wie Schnitzel, dass ich das machen darf, denn es ist soweit, Captain Fawcett hat auch endlich Pomaden rausgebracht. Die haben nicht mehr nur Bartpflegeprodukte, nein, auch endlich Pomaden. Und zwar sind das in Summe 4 Stück. Momentan verfügbar gibt es 3. Es fehlt nämlich noch die feste Variante der wasserbasierten Pomade. Da wollten sie nämlich noch mal ein bisschen an der Rezeptur rumschrauben, weil die dem Richie, dem Captain, die war sie noch nicht perfekt genug. Deshalb dauert das noch ein bisschen, kommt wahrscheinlich Dezember 2022 auch auf den Markt. Erfahrt ihr dann natürlich auch bei uns. Ich fange an. Ich darf euch erstmal die Dose zeigen, denn die ist unglaublich. Die ist der Wahnsinn. Ich zeige sie euch gleich mal rundum. Also ein Wahnsinnstiegel, sage ich jetzt mal. Gut massiv. Ich meine, Weißblech, Alu, kann ich jetzt nicht sagen, bin ich kein Experte. Mit einem kleinen Plastik-Inlay, was den Inhalt noch mal mehr schützt, was auch klasse ist. Der Deckel, vielleicht erkennt ihr es hier, hat sogar innen drin noch mal eine Prägung. Nicht nur oben drauf ist es ultimativ stark geprägt, sondern auch innen drinnen. Also wie bei Captain Fawcett eigentlich üblich, allein schon die Verpackung ist den Kauf wert. Wahnsinnig toll und ja, wenn nicht sogar jetzt schon eines meiner absoluten Lieblingsdesigns an Dosen, muss ich tatsächlich sagen. Da hat er sich echt keine Blöße gegeben. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich mache die Putty mit Slick Finish. Putty, ja, sowas wie Kit, wie Mörtel, Spachtelmasse so ungefähr. Und wenn ihr jetzt mal hinschaut in die Dose, könnte man theoretisch vom Optischen auch schon mal ein bisschen darauf schließen. Ist jetzt, ich kann es nicht versprechen, ich habe es nämlich noch nicht getestet, ich durfte noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das sich jetzt nicht wie Spachtelmasse im Haar verhält, sondern wie ein ziemlich slickes und schönes Produkt. Bevor ich jetzt anfange, erstmal der Duft. Ja, der ist schön, der ist schön. Der ist an sich bei allen 4 Pomaden ist es der gleiche Duft, aber durch die verschiedenen Inhaltsstoffe setzt er sich immer noch mal ein bisschen anders zusammen. Also wenn ihr die, ich habe jetzt nur an 3 geschnuppert, aber wenn ihr die mal nebeneinander stellt, ihr merkt, es sind alles die gleichen Noten, aber sie unterscheiden sich noch mal in Nuancen, weil einfach die Inhaltsstoffe verschieden sind und in verschiedener Menge, sage ich mal, vorhanden. Und das ist hier einfach, oh, das ist eine Mischung aus, es ist leicht holzig, ihr habt es ein bisschen würzig, ich merke was ganz leicht Zitrisches, würde ich mal sagen, noch hinten raus. Bin ich gleich mal sehr gespannt, wie es beim Verreiben ist. Also super cool. Zu den Inhaltsstoffen an sich erstmal. Es ist, ich würde es, sage ich mal, als Paste Pomade, als Pastenpomade, Light Paste, weiß ich nicht genau, aber daran erinnert mich das so ein bisschen, wenn ich mir den Inhalt allein anschaue. Und es ist genau genommen sogar eine UVB, denn wir haben Wasser und dann kommt auch schon Vaseline. Also ist es so gesehen tatsächlich auch noch eine UVB, was mir natürlich noch mehr gefällt. Aber jetzt will ich sie auch endlich mal in den Haaren haben. Die sind noch ganz leicht feucht, komplett frei vom Produkt. Ihr seht es an den Locken. Also ich gehe hin, ich nehme, ja, super easy. Also überhaupt, da ist quasi kein Widerstand da. Geht super leicht raus. Schauen wir mal, wird wahrscheinlich, ja, im Grunde kein Breakdown. Das war ja eigentlich zu erwarten. So, verrieben. Ich merke eine leichte Klebrigkeit, das ist schon mal ganz gut. Gibt aber noch nicht so viel Gas wie eine Phantasm zum Beispiel von Lockharts. Aber das ist gut. Ja, oh, ist das toll. Ja, jetzt entwickelt sich der Duft natürlich nochmal. Oh, wird viel breiter. Oh, toll, schön. Leichte weiße Rückstände, Klassiker. So, einarbeiten. Ja, geht recht easy, aber ich merke jetzt schon, ins zu trockene Haar würde ich das Produkt nicht einarbeiten. Also wenn ihr jetzt solche Haare habt wie ich, könnte es dann schon wieder ein bisschen schwierig werden, wenn sie zu trocken sind. Also tatsächlich lieber ein bisschen feuchteres Haar würde sich anbieten. Also ist es angegeben, dass letzten Endes auch ein natürlicher bis sogar etwas höherer Glanz da sein soll. Ich bin mal gespannt, was bei rauskommt, wenn ich fertig bin.
Aber ja, also das ist dann, ich würde es jetzt gar nicht mehr so als Light Paste in irgendeiner Art betiteln, weil dafür merke ich jetzt dann beim Einarbeiten, beim Verarbeiten schon, dass da deutlich mehr Drive dabei ist. Also da kriegt er gleich Halt. Ist aber auch ziemlich lässig, muss ich sagen. Gerade jetzt im Sommer bei so hohen Temperaturen gefallen mir solche Produkte besonders gut, weil mir die meisten ölbasierten halt einfach nur wirklich wegschmelzen, beziehungsweise ich merke das gerade vorne in der Trolle, wenn ich sie mir hochziehe, habe ich dann einfach mit der Zeit, kommen automatisch die Wellen wieder rein. Das ist, wenn man es mag, ja ganz cool, aber ich persönlich mag das nicht so sehr. Deshalb bin ich dann gerade im Sommer bei so UWBs, mag ich einfach besonders gerne. Mal durchkämmen mit einem gröberen Kamm, wie immer, ja, geht gut. Klar, man merkt ein bisschen Widerstand, ich habe ja gesagt, hat schon leicht angezogen, da empfiehlt es sich dann halt auch wieder, den Kamm einfach feucht zu machen. Aber es ist schon, ja, ist schick. Geht gut, gefällt mir. Jetzt nehme ich mal den etwas größeren, etwas ist gut, den großen Herkules Sägemann-Kamm zum Feinjustieren. Ja, also, und ich meine, ihr seht es ja wahrscheinlich auch, die Haare liegen gerade hinten und halten. Also da ist guter Halt geboten. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, und dann nehme ich immer mal noch die gröbere Seite, ziehe mir einmal durch, so, dass ich meine Scheitellinie genau finde. Das macht es nämlich, ein bisschen unsauber jetzt, macht es nämlich deutlich einfacher, für mich zumindest, wenn ihr dann, also wenn ich da die gröbere Seite erst nochmal hernehme, statt gleich der feineren. So, Seite zur Haare zur Seite gezogen. Und jetzt rüber, nehme ich auch wieder die gröbere Seite. So, wie gesagt, feuchter Kamm macht das Ganze dann einfacher und ihr erzielt halt auch gleich noch ein bisschen mehr Glanz. Aber jetzt mache ich das Ganze mal ohne, mal schauen, wie das Ganze dann, sagen wir mal, sehr natürlich ausschaut. Das finde ich, ja, aber das ist toll. Gibt einen Haufen Volumen. Ihr seht, wie hoch ich komme. Ohne aber zu sehr zu verkleben, wie ich es jetzt am Anfang, um ehrlich zu sein, befürchtet hatte, sondern tatsächlich sehr, sehr locker luftig. Und ich denke mal, das könnte, wenn ihr weniger Produkt hernehmt, dann kriegt ihr da auch einen ziemlich lässig, fluffigen, also wirklich fluffigen Look hin. Und das könnte cool sein, das gefällt mir. Ja, aber das ist, ja, das ist ein schickes Ding. Ja, ich merke es ist halt da, aber der soll ja auch gegeben sein. Es war ja der Plan von dem Ganzen, also das ist ja der Sinn des Produktes. Jetzt mal, also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Das gefällt mir jetzt richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, das ist jetzt, es lässt sich auch noch echt gut hinkämmen, muss ich sagen. Also zieht nicht zu schnell an, ihr habt echt angenehm Zeit. Glanz ist, ja, ich meine jetzt mal relativ natürlich. Hängt dann vielleicht auch ein bisschen von der Menge ab, aber ich bin eigentlich jetzt so fürs allererste, fürs ganz grobe Styling. Klar, ich werde nachher hingehen und noch ein bisschen Feinheiten machen, weil ich da einfach viel zu pingelig bin. Denke ich mir manchmal auch, das ist ganz schlimm. Aber alles in allem, ich bin wahnsinnig begeistert. Das gefällt mir super, super gut. Danke, Captain. Nee, stark, stark. Also kann ich euch tatsächlich nur ans Herz legen, gerade wenn ihr Fans von UWBs oder von so Pastenpomaden seid, gönnt euch auf jeden Fall die Putty von Captain Fawcett. Das ist ein super, super tolles Produkt. Ich bin schlicht begeistert. Ja, das war's jetzt auch. Ich bin jetzt erstmal fertig. Ich bin... ja, ich freue mich gerade richtig darüber, dass ich die gleich testen durfte. Toll. Gut, ja, sorry. Machen wir weiter. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt, Vorschläge, einfach rein in die Kommentare. Ich hoffe auch, dass das mit dem Ton jetzt besser geklappt hat, da ich das Mikro jetzt nicht mehr direkt im Bart trage. Und falls nicht, dann sagt mir das bitte auch, okay? Ich danke euch, ich bin immer noch hin und weg, ich bin total begeistert. Sage danke, ciao und servus.